Willkommen bei Dynamic Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Video. Cool, dass du wieder eingeschaltet hast. Im heutigen Video geht es um die Frage, kann man eigentlich zu schwach für Calisthenics sein oder kann man eigentlich zu schwach sein, um mit Calisthenics zu starten? Warum dieses Thema? Das schwirrt mir auf dem Kopf herum, einfach weil ich viele Leute sehe, die diese Frage stellen oder indirekt stellen, oder auch viele Leute, mit denen ich trainiere oder die ich trainiere, sagen mir, ja, ich möchte eigentlich Calisthenics machen oder ich möchte eigentlich mit Calisthenics beginnen, aber ich bin noch zu schwach dafür, ich kann noch gar keinen Klimmzug, ich kann noch gar keinen Tipp, ich kann vielleicht noch gar keinen Liegestütz und ich brauche zuerst mal Kraft, die baue ich mit irgendwas anderem auf, vielleicht im Fitnesscenter mit Maschinen oder was auch immer, und dann fange ich mit Calisthenics an. Und ja, warum dieses Denken aber eigentlich falsch ist und ein Blödsinn ist, wenn ihr wirklich Calisthenics sowieso machen wollt, und warum das sogar dazu führen kann, dass ihr, wenn ihr später Calisthenics machen wollt, sogar vielleicht dann langsamere Fortschritte insgesamt habt, möchte ich euch jetzt in diesem Video erklären. Zuerst gleich einmal die Antwort eigentlich im Prinzip: Nein, ihr könnt nicht so schwach sein für Calisthenics. Es gibt immer irgendeine Progressionsstufe und es gibt immer irgendwas, wie ihr euch die Übungen erleichtern könnt. Hier ist jetzt kein Video, in dem ich jetzt eine fixe Anleitung dafür gebe. Ich werde euch aber mal in der Videobeschreibung eine Liste erstellen von Videos, wo ihr sehr, sehr viele Übungen seht, die ihr auf jeden Fall auch hinbekommen könnt, egal wie stark oder schwach ihr seid. Also schaut da mal vorbei. Und es gibt, wie ihr dort auch sehen werdet, es gibt immer Progressionsstufen, die jeder schaffen kann. Wirklich jeder, auch wenn ihr 200 Kilo habt und euch kaum bewegen könnt. Es gibt immer irgendeine Übung, die ihr machen könnt, weil ich einfach durch den Hebel oder durch die Ausführung die Parameter so sehr erleichtern kann, dass ich es einfach schaffen kann. Also es gibt immer Übungen, die ihr schaffen könnt. Calisthenics ist nicht nur das krasse Zeug, was man vielleicht auf Instagram sieht. Das gehört zwar dazu und das kann man sagen, ist vielleicht die Königsklasse oder wie auch immer, die an Kraftmoves jetzt oder verschiedene Übungen, aber Calisthenics ist im Prinzip Körpergewichtstraining, und zu Calisthenics gehören auch einfach leichte Übungen, die jeder schaffen kann. Und das ist mal die erste Sache eben. Es gibt immer eine Progressionsstufe und genau aus dem Grund kann man auch nicht so schwach sein, man kann es sich immer leichter machen. Warum ist es sogar sinnvoll, jetzt gleich damit zu starten, wenn man es später sowieso machen will? Wenn ich später Krafttraining machen will oder wenn ich Bodybuilding machen will, muss ich natürlich nicht mit dem eigenen Körpergewicht starten. Aber wenn ich weiß, ich will sowieso mal Calisthenics machen, dann macht es Sinn, gleich mit Calisthenics zu starten. Aus dem Grund, dass ihr einfach gleich lernen werdet, mit eurem eigenen Körpergewicht besser umzugehen. Ihr werdet ein besseres Körpergefühl bekommen durch die Übungen, und die Bewegungen sind auch alle verwandt miteinander. Also die schwersten Zugübungen haben immer noch eine Ähnlichkeit zu den allerleichtesten Zugübungen oder bei den Druckübungen das gleiche. Also alle Übungen sind eigentlich miteinander verwandt. Das heißt, wenn ich gleich mit Körpergewichtsübungen starte, werde ich gleich dieses Bewegungsmuster immer einspielen und meine Muskeln und mein Körper wird sich auch eher daran gewöhnen, und das wird auch der Grund sein, warum ich mir dann vielleicht später leichter tun werde, als wenn ich zuerst was ganz anderes mache und dann zu Calisthenics switch. Was natürlich wichtig ist, ist es am Anfang mal eine gute Grundkraft aufzubauen und ein gutes Grundlevel aufzubauen. Dabei gilt eigentlich mal grundlegend für jeden das Gleiche, und zwar, dass es natürlich sinnvoll ist, mal darauf zu schauen, einfach die Bewegungen oft zu machen. Einfach mal darauf zu schauen, das ganze Intus zu bekommen, das oft genug zu machen und deswegen einfach eine gute und damit halt einfach dann eine gute Grundkraft aufzubauen. Dafür ist es mal wichtig, erstens, dass ich nicht in einem extrem unnötig hohen Wiederholungsbereich trainiere. Calisthenics ist im Endeffekt schon auch ein Kraftsport, und wenn ich da jetzt mit Wiederholungen von 30 plus trainiere, dann geht das mir nur noch auf die Ausdauer. Das heißt, macht euch die Übungen und macht euch die Progressionen schwer genug. Also macht es euch nicht extrem leicht. Der zweite Grund ist, dass ich so unwahrscheinlich ans Limit gehen kann, weil wenn ich jetzt extrem viele Wiederholungen mache, dann geht mir irgendwann die Ausdauer aus, aber vielleicht gar nicht die Kraft. Das heißt, sucht euch einen Wiederholungsbereich, der nicht unnötig hoch ist, auch am Anfang vielleicht nicht unnötig niedrig, vielleicht nicht 1 bis 5, aber wahrscheinlich wäre es auch nicht gut, wenn ihr jetzt mit 20 bis 40 Wiederholungen trainiert, sondern wahrscheinlich eher was dazwischen. Sucht euch einfach Übungen, bei denen ihr einfach im Wiederholungsbereich dazwischen arbeiten könnt, und baut sich damit eine gute Grundkraft auf. Und wie gesagt, wie ich vorher schon kurz erwähnt, ist auch wichtig, dass ihr ans Limit geht oder versucht, an euer Limit heranzukommen und dass ihr euch auch versucht zu steigern. Also dass ihr nicht stehen bleibt, wenn ihr sagt, okay, jetzt kann ich von dieser Übung so und so viele Wiederholungen, jetzt trainiere ich nur noch darauf, dass ich mehr schaffe. Nein, macht es euch auch ruhig mal schwerer und versucht einfach, dass ihr höhere Schwierigkeitsstufen erreicht, indem ihr das einfach immer wieder probiert und versucht, euch einfach langsam zu steigern. Es gibt jetzt für Leute, die jetzt sagen, ich bin zu schwach für Calisthenics, würde ich jetzt mal zwei Extremtypen unterscheiden. Natürlich gibt es noch alles dazwischen, aber der eine Extremtyp wäre mal einfach zu schwer dafür oder ist einfach zu schwer, hat zu viel Fett, ist zu dick, ist vielleicht übergewichtig oder wahrscheinlich übergewichtig
und kann deswegen mit seinem eigenen Körpergewicht nicht gut umgehen, kann seinen eigenen Körper nicht gut bewegen. Zweiter Extremtyp ist dünn, hat aber trotzdem sehr wenig Muskeln und wenig Kraft und kann sich deswegen trotzdem nicht gut bewegen und kann vielleicht trotzdem keinen Klimmzug oder was auch immer. Beide Typen müssen diese Grundkraft, die ich gerade erklärt habe, aufbauen, aber je nachdem sollte ich natürlich die Ernährung erstens mal anpassen, weil wenn ich zu schwer bin, wenn ich zu viel Fett habe, dann darf ich natürlich nicht zu viel essen. Sollte schauen, dass ich nicht zu viel Kalorien zu mir nehme, dass ich einfach ein Kaloriendefizit habe, dass mein Körper auch abbaut, und ich sollte das Training vielleicht auch ein bisschen intensiver gestalten, das heißt vielleicht ein bisschen kürzere Pausen machen. Der zweite Typ hat das Problem jetzt nicht so, also wenn ich jetzt extrem dünn bin, muss ich natürlich kein Fett verlieren, ich sollte vielleicht sogar mehr essen, sollte schauen, dass ich auch genug Protein zu mir nehme, sollte schauen, dass ich einfach genug esse, dass ich aber trotzdem auch ausgewogen und gesund esse, um mich damit steigern zu können und um dabei sozusagen dadurch dann eine gute Grundkraft aufzubauen und dass sich der Körper eben auch anpasst an das, wie er dann eigentlich sein sollte, oder an die Körperkonstellation, die natürlich dann günstig wäre zu haben, wenn man Calisthenics machen will. Also das hängt natürlich davon ab, welchen Körpertyp man hat. Wie gesagt, vielleicht müsst ihr erstmal abnehmen und solltet jetzt darauf schauen, aber auch das könnt ihr natürlich, auch dabei könnt ihr natürlich schon Körpergewichtsübungen machen. Das spricht überhaupt nicht dagegen, und für den zweiten Typ gilt natürlich genau das Gleiche. Ja, das war's im Prinzip mit den gröbsten Dingen auch schon. Also erstmal die Frage beantwortet: Nein, man kann nicht so schwach sein. Es gibt immer Progressionen, mit denen ihr starten könnt. Es gibt immer Vorstufen, mit denen ihr starten könnt, und es ist auch sinnvoll, damit zu starten, wenn ihr später sowieso Calisthenics machen wollt. Einfach aus den Gründen, die ich vorher erklärt habe. Euer Körper wird sich dadurch besser dran gewöhnen und dann später auch schon sich dran gewöhnt haben. Was eben, wie gesagt, wichtig ist: versucht euch zu steigern, versucht auf die Übungen, die ihr können wollt, hinzutrainieren, schaut eine gute Grundkraft aufzubauen, geht vielleicht nicht gleich auf die allerschwierigsten Übungen, von denen ihr merkt, ich kann da noch nicht mal die Vorstufen irgendwie machen. Schaut mal zuerst auf die Basisübungen, schaut, dass ihr da eine gute Grundkraft bekommt, dann könnt ihr anfangen, auch nebenbei vielleicht für schwierigere Übungen zu trainieren. Je nachdem, welcher Körpertyp ihr seid, soll natürlich eben auch die Ernährung und der Rest passen, und das Training könnt ihr dann ein bisschen anpassen daran, ob ihr jetzt eben abnehmen müsst oder nicht. Wie gesagt, vor allem, wenn ihr zu dick seid, wird die Ernährung wichtig sein, dann kann ich nämlich so viel trainieren, wie ich will. Wenn ich zu viel esse, bringt das sowieso nichts. Also ja, genau aus den Gründen, es gibt eben niemanden, der jetzt so schwach sein kann für Calisthenics. Und deswegen möchte ich auch einladen, wenn ihr sagt, ich möchte mit Calisthenics beginnen oder ich möchte mal Calisthenics machen, fangt gleich damit an. Schaut euch, wie gesagt, die Videos an. Ich werde in der Beschreibung eine Liste von Videos machen, die für euch hilfreich sein könnten. Schaut da vorbei, schaut euch die Übungen an. Ihr könnt auf jeden Fall sofort damit starten. Schaut, dass ihr einfach die Übungen, die ihr jetzt mal schafft, hinbekommt. Schaut, dass ihr das aber auch mit der Zeit schwieriger macht, dass ihr euch steigert, dass ihr das regelmäßig macht und dass ihr auch hart genug und auch gescheit genug trainiert. Das ist einfach wirklich wichtig. Das war es jetzt eigentlich auch schon mit den grundlegenden Sachen, die ich in diesem Video erklären wollte. Ich hoffe, ich habe euch das, falls ihr gedacht habt, ihr seid so schwach. Nein, seid ihr auf keinen Fall. Ihr könnt es auf jeden Fall starten. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dem Video helfen können. Falls ihr noch Wünsche oder falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir ruhig in die Kommentare runter. Und ja, schaut wie gesagt bei den anderen Videos auf diesem Kanal vorbei. Und ja, ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung von dem Ganzen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.